Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die EM 2024 neigt sich dem Ende, aber das Thema Beamer oder beziehungsweise ultrakompakte Beamer, vielleicht für den Park oder für den Garten, spielt natürlich trotzdem noch eine Rolle. Wir haben den Vimius Q3 Projektor beziehungsweise Beamer hier. Der ist jetzt ganz neu rausgekommen und soll auf ultra kleiner Fläche euch eine Beamer-Funktionalität ermöglichen, die ihr leicht mal eben mitnehmen könnt mit Akku, mit einer Android-Basis. Wir schauen uns das Ding einmal an. So, wir haben also hier den Vimius Q3 DLP Projektor oder Beamer. Das ist das Produkt, welches wir uns hier heute einmal angucken wollen. Enjoy on the go bedeutet logischerweise, dass es sich hier tatsächlich sehr konkret auch um einen portablen Beamer handelt. Denn ihr könnt natürlich größere Geräte auch für zu Hause mit höherer Auflösung haben, aber hier geht es ganz konkret darum, dass ihr das Ding halt eben auch mitnehmen könnt. So, wir haben hier eine Android-Basis in diesem Beamer mit drin. Also sprich, ihr habt schon ein Grundbetriebssystem mit dabei. Ihr habt eine Batterie mit dabei, denn ansonsten wäre das Ganze natürlich nicht portable und ihr könnt die Keystone-Korrektur automatisch vornehmen lassen, also auf jeden Fall schon mal wichtige Dinge, um das Teil halt eben einfach mitzunehmen und irgendwo aufzubauen und mal eben was zu gucken sozusagen. Insgesamt muss man sagen, das Paket, und das seht ihr hier auch schon, das ist halt sehr klein und folglich wird der Beamer auch sehr klein sein, aber ich habe es gerade eben schon gesagt, das ist natürlich auch das, was Vimius hier hervorstellen möchte, dass man das Ding halt einfach kompakt halten will und mitnehmen will. Bedeutet übrigens auch, die Auflösung, die ihr hier mit dabei habt, die wird jetzt nicht euren Heimbeamer übertreffen, das kündige ich an der Stelle schon mal an, aber ist vielleicht auch nicht das, was unbedingt notwendig ist, sondern wie gesagt, geht halt eben darum, das Ding kompakt zu halten, einen Akku mit reinzupacken, damit ihr es mitnehmen könnt und so weiter und so fort. Gut, Bedienungsanleitung ist auf Deutsch vorhanden, sollte aber eigentlich fast schon selbsterklärend sein. Wir haben hier das Brand Kit, was auch immer das bedeuten mag. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Sieht aus wie Bedienungsanleitungen und sowas. Ja, genau, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Aftermarket-Karte, da sind irgendwelche FAQs wahrscheinlich drin. So, dann haben wir hier das Power Cable, wobei da nicht nur das Power Cable drin sein dürfte, hoffentlich, weil sonst würde ich die Fernbedienung vermissen. Power Cable ist übrigens relativ, das Ding könnt ihr natürlich auch mit der Powerbank betreiben, ne? Also das heißt, ihr braucht eben keinen Strom. Wenn der Akku in dem Gerät an sich dann leer gehen sollte, könnt ihr natürlich auch eine Powerbank anschließen, um dann im Park halt eben das Ding zu betreiben. Ihr braucht nicht zwingend jetzt das Stromkabel, welches hier mitgeliefert ist. So, wir haben eine Fernbedienung mit dabei, wir haben ein kleines Stativ mit dabei, auch das macht natürlich Sinn, da man den Beamer im Zweifel zumindest leicht erhöht aufstellen sollte, und wir haben hier noch ein Stromkabel mit dabei. Es hat einen USB-C-Anschluss, ist für uns natürlich ganz hilfreich, weil, wie gerade eben schon gesagt, könnt ihr einfach irgendeine USB-C-Powerbank anschließen, oder es ist irgendeine, aber eine passende, und damit das Ding dann betreiben. Neben dem Akku, der sowieso schon enthalten ist. Ich sage euch später nochmal, wie lange der bei mir im Test gehalten hat. Und hier haben wir dann den Q3 an sich und den gucken wir uns jetzt gleich dann nochmal im Detail an. So, da haben wir nochmal das ganze Paket. Ich habe übrigens ein HDMI-Kabel unterschlagen, das war noch in der Packung mit drin. Wie gerade eben schon gezeigt, ein kleines Stativ. Ja, für die einfachen Zwecke sollte das ausreichen. Wenn ihr da höhere Flächen und so weiter haben wollt, könnt ihr aber natürlich auch ein alternatives Stativ nehmen, denn es ist ja hier ein Standardanschluss. Gut, Netzkabel, ich habe vorhin schon gesagt, sollte kein Problem sein mit den meisten Powerbanks oder mit den meisten neueren Powerbanks, das Ding zu betreiben. Ihr braucht quasi 24 Watt, wenn ihr so wollt, 12 Volt, 2 Ampere. Das sollte eure Powerbank hergeben, aber ich denke, das ist bei den meisten neuartigen Powerbanks kein Problem. Die Tastatur, oder beziehungsweise Tastatur ist vielleicht etwas übertrieben, die Fernbedienung, muss man sagen, ist ultra leicht. Es sind keine Batterien dabei, also sprich, wenn ihr das Ding neu kauft, denkt dran, es sind keine Batterien dabei, ihr müsst noch welche mitnehmen, so ihr denn die Fernbedienung benutzen möchtet. Fernbedienung macht ansonsten einen guten Eindruck, Druckpunkte sind okay, ist halt eine Fernbedienung, mit der ihr das Ding betreiben könnt oder bedienen könnt. Alternativ habt ihr hier die Touch-Oberfläche auf dem Gerät an sich. Das funktioniert auch, aber mit der Fernbedienung ist es halt viel, viel einfacher natürlich. Auf der Rückseite dann die Anschlüsse. Wir haben zweimal USB, da könnt ihr dann was von eurem USB-Stick abspielen. Ihr könnt auch das Ganze zuspielen mit einem HDMI-Anschluss oder mit USB-C. Und ihr habt zusätzlich noch die Möglichkeit, hier auch einen Kopfhörer zu verbinden, so ihr den Ton, der nicht über den Lautsprecher oder über Bluetooth, was im Übrigen auch funktioniert, sondern über einen Kopfhörer verwenden möchtet. Unten sind Lüftungselemente, nehme ich mal an, und halt das Standard-Stativgewinde. Dann haben wir hier auf der Seite den Power-Button und ja, die Scharfstellung, die manuelle Scharfstellung.
Scharfstellung, keine Autoscharfstellung. Das muss man natürlich an der Stelle wissen. An der Seite, ich vermute mal, und vorne, das sind die Lüftungselemente. Und dann haben wir hier vorne die Linse, die durch diese kleine Abdeckung noch geschützt ist. Macht natürlich total Sinn, wenn ihr das Ding mobil benutzen wollt. Ist immer gut, wenn die Linse vorne geschützt ist. Hier oben drauf dann, wie gesagt, die Touch-Oberfläche. Könnt ihr alternativ zur Fernbedienung verwenden. Hat bei mir im Test nicht ganz so gut geklappt. Man musste manchmal ein bisschen öfter touchen. Also von daher würde ich euch persönlich die Fernbedienung definitiv empfehlen. Insgesamt ist das hier außen meines Erachtens nach Aluminium, oben und unten natürlich Plastik, da knarzt aber nichts, Verarbeitung ist gut, sieht auch aus meiner Sicht optisch ganz ansprechend aus, für wen das relevant ist bei einem mobilen Beamer. Einzig hier oben drauf durch den, ja, ich will mal sagen, Klavierlack oder was auch immer das ist, durch diese sehr glanzgehafte Oberfläche sieht man natürlich Fingerabdrücke und auch auf der Rückseite die Anschlüsse, die sind alle super verarbeitet, die Kabel kriegt ihr ohne Probleme rein. Gut, soweit aber zur Theorie. Jetzt mal ganz kurz aufs System eingegangen. Also wir haben hier eine Android-Basis. Es ist nicht klassisches Android TV, also sprich, ihr meldet euch hier nicht mit eurem Namen und so weiter und so fort an. Das könnt ihr dann bedienen mit der Fernbedienung. Ist ja natürlich jetzt hier etwas dunkel oder halt eben über das Touch hier oben. Und ihr seht, ich mache das hier mit dem Touch, weil die Fernbedienung funktioniert nur, wenn ihr vor dem Beamer sitzt. Das muss man halt vielleicht an der Stelle auch nochmal wissen. Es hat hinten scheinbar keinen Infrarot-Empfänger, sodass es von hinten nicht funktioniert. Ansonsten könnt ihr hier natürlich jegliche Apps verwenden, die ihr so kennt. Es geht los von Netflix über YouTube bis hin zu Disney Plus und so weiter und so fort. Die ARD-Mediathek ist mit an Bord, wobei die bei mir jetzt im Test tatsächlich nicht funktioniert hat. Ich muss noch mal rausfinden, woran das vielleicht gelegen haben könnte. Ansonsten könnt ihr verschiedenste Apps noch nachinstallieren. Ihr könnt euch Videos angucken und natürlich auch Musik reinhauen. Zum Beispiel, aber wir testen es jetzt hier einfach mal mit YouTube und da seht ihr hier, da können wir uns dann entsprechend auch bei YouTube zum Beispiel einen gewissen Tech-Kanal angucken, der We Love Tech heißt und da die entsprechenden Videos und dann entsprechend anschauen. Ich breche jetzt hier mal ab, weil hier jetzt Werbung kommt. Ihr seht, da kommt Werbung, ist aber für euch natürlich nicht relevant. Von daher seht ihr jetzt hier einfach eins meiner Videos. Wir können auch sehen, dass die Auflösung aus meiner Sicht schon okay ist. Das Bild ist jetzt hier natürlich sehr, sehr klein. Wir sind sehr nah dran, aber die Auflösung geht für einen mobilen Beamer aus meiner Sicht in Ordnung. Die Helligkeit, der Raum ist jetzt hier natürlich sehr stark abgedunkelt. Die zeige ich euch später dann draußen nochmal. Die ist für draußen okay. Aber, und das ist natürlich die Einschränkung, ihr könnt nicht bei vollem Sonnenlicht mit dem Beamer was gucken. Das dürfte aber auch keinen überraschen bei dem Preis. Und auch grundsätzlich sind Beamer natürlich bei Sonnenlicht draußen schwerlich zu gebrauchen. Deswegen müsst ihr da schon eine etwas dunklere Atmosphäre schaffen. Dann funktioniert das Ganze auch. Und dann geht das Bild für mich, für den Preis und für die Kompaktheit des Gerätes auch in Ordnung. Grundsätzlich habt ihr noch verschiedenste Einstellmöglichkeiten, die euch das Menü bietet. Zum Beispiel eine aus meiner Sicht durchaus interessante Geschichte ist, dass ihr noch einen Bluetooth-Lautsprecher verbinden könnt. Sprich, der Ton kommt dann nicht mehr nur aus dem Beamer, wobei der Lautsprecher sogar ganz okay ist aus meiner Sicht, sondern ihr könnt halt einfach auch eure Bassbox oder was auch immer ihr da noch habt, eine Bluetooth-Box, noch nachträglich mit verbinden und den Ton eben darüber streamen, was das Ganze natürlich nochmal etwas interessanter macht. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit, hier diese Android-Basis zu nutzen mit den Apps und so weiter und so fort, sondern ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze via Airplay oder Miracast anzusteuern, also sprich von eurem Handy aus direkt, das geht. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach per HDMI-Verbindung was anschließen. Das ist dann im Zweifel, wenn ihr irgendein Zuspielgerät, welches halt eben über HDMI verbunden werden kann, anbringen wollt, dann geht das durchaus auch. Also insofern, der Funktionsumfang aus meiner Sicht ist recht umfangreich und bietet euch vielfältige Möglichkeiten. Bildauflösung geht grundsätzlich für mich in Ordnung, ist aber natürlich kein Full HD, das dürften die meisten von euch erkannt haben. Wir haben jetzt 1280 x 720 Pixel. Wir haben hier aus meiner Sicht ausreichenden Speicher, um noch Apps nachzuinstallieren und eine Android 11 Basis. Das ist auch die aktuellste Version, die ihr aktuell bekommen könnt. Ja, nochmal kurz die Zusammenfassung der Features. Wir haben einen Akku mit drin, der bis zu 3 Stunden laufen soll. Später noch mehr dazu, ob das stimmt oder nicht. Android 11, wir haben eine Trapezkorrektur. Anschlussmöglichkeiten habe ich euch vorhin schon gezeigt. 720p bzw. in der Theorie 1080p und vermeintlich staubdicht, sagt der Hersteller. Wo kann man den Beamer verwenden mit der Helligkeit, die mitgeliefert wird am lauen Sommerabend, so wie hier? Es ist draußen noch nicht vollständig dunkel, aber die Sonne ist untergegangen und es bleibt noch so eine gewisse Resthelligkeit und ihr seht hier, dass da aus meiner Sicht ausreichend Helligkeit da ist, um entsprechend Fußball, EM 2024, whatever ihr gucken wollt, sich anzuschauen. Also da reicht die Helligkeit auf jeden Fall aus. Logischerweise nicht, wenn ihr das nachmittags in der prallen Sonne betreibt. Das dürfte, denke ich, klar sein. Das kann kein Beamer, so auch natürlich auch der Vimios nicht. Aber wenn es
etwas dunkler ist, wie gesagt, lauer Sommerabend, überhaupt kein Problem, da funktioniert das Ganze schon. Alternativ könnt ihr natürlich auch in einen abgedunkelten Raum auch im Garten gehen, zum Beispiel hier bei uns in der Garage, da funktioniert es logischerweise auch. Die Tür ist nicht zu, sondern ich bin einfach nur in der Garage, die Garagentür ist auf, da seht ihr auch, dass die Helligkeit dafür ohne Probleme ausreicht. Also insofern habt ihr breite Anwendungsfelder im Garten, in der Garage, im Park und so weiter und so fort. Ihr dürft es halt nur, oder beziehungsweise ihr müsst etwas in den Abend oder in die Abendstunden schieben. Ja, damit sind wir im Prinzip auch schon durch mit dem Vimios Q3 Projektor-Beamer. Sehr kompakt, ultra kompakt, gute Verarbeitung, fühlt sich gut an und sieht aus meiner Sicht, sofern man da auf die Optik Wert legt, auch gut aus. Gebietet viele Anschlussmöglichkeiten. Ihr habt Airplay mit drin, innen drin. Das ist halt auch noch ein wichtiges Kriterium für den einen oder anderen. Ansonsten könnt ihr auch so anschließen. Und ihr habt eine Fernbedienung und eine Touchbedienung. Also ihr braucht jetzt, wenn ihr die Fernbedienung nicht dabei habt, kein Thema. Vorne abgedeckt, damit kein Schmutz reinkommt. Auch das funktioniert gut. Ton, auch wenn das hier nicht der Lautsprecher ist aus meiner Sicht okay. Für einen Beamer würde ich sogar fast sagen gut, vor allen Dingen in der Größe. Bild ist aus meiner Sicht auch okay für einen so portablen Beamer. Ist halt natürlich kein 4K-Gerät, aber es ist halt auch ein ultra kleines Teil. Ne? Also es ist weniger als meine Handfläche und dafür geht das Bild aus meiner persönlichen Sicht schon in Ordnung. Insbesondere auch die Helligkeit, auch wenn ihr jetzt gerade draußen die Bilder gesehen habt, da ist es natürlich ein Thema, das man abdunkeln muss. Das ist völlig klar, denke ich. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wichtiges Thema, der Akku vielleicht, wobei ich persönlich sagen würde, ist gar nicht so wichtig. Nehmt eine Powerbank mit, dann ist es kein Thema. 100 Minuten bin ich in meinem Test auf die Laufzeit gekommen. Danach müsst ihr ungefähr 2 Stunden wieder aufladen. Also insofern solltet ihr da eine Powerbank denken, wenn ihr mobil unterwegs seid. Das allerdings fairerweise auch mit maximaler Helligkeit. Die braucht ihr aber auch, um draußen was gucken zu können, denn ihr habt es vorhin gesehen. Abdunkeln ist aus meiner Sicht das Wichtige. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie am frühen Abend zu gucken, wenn es schon ein bisschen dunkler ist das kein Thema. Oder wenn ihr auch die Möglichkeit habt, irgendwie das Ganze ein bisschen vom Licht abzuschirmen, aber zur Mittagszeit funktioniert es halt einfach nicht. Aber das gilt nicht nur für den Q3 jetzt hier, sondern das ist natürlich ein Problem, was alle Beamer haben. Zur Tageszeit funktioniert das nicht, man muss immer ein bisschen abdunkeln. Insgesamt geht das für meine Bedürfnisse, für meine Verhältnisse, für den Preis in Ordnung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.